Mein Name ist Eric Gauthier. Ich bin Tanzer und Choreograf, Chef meiner eigenen Tanzcompany. Für Sie habe ich mich auf die Reise gemacht. Eine Reise um die Welt, meine Welt. Die Welt des Tanzes. Wir haben St. Petersburg im Herbst vor dem Krieg besucht. Wir haben eine Stadt voller Kunst gesehen. Wir haben den Schwan sterben sehen, wie er es hier am Mariinsky-Theater seit 1905 fast täglich macht. Dann beginnt Russland einen grausamen, sinnlosen Krieg. Seit Krieg herrscht, es ist völlig egal, dass es in Russland eine grandiose Tanzkultur gibt. Schlimmer noch, sie zerfällt und steht nicht umsonst im Verdacht von Staat, für Propaganda missbraucht zu werden. Hier in St. Petersburg wird klassisches Ballett in einer Perfektion betrieben, die die ganze Welt, meine Welt, die Welt des Tanzes prägt. Und das bleibt so. Auch wenn der Stadt plötzlich ein Feind wird. Diese Tanzer und Tanzerinnen sind nicht meine Feinde. Heute nicht und nicht damals, als wir in der Stadt ankamen und Frieden herrscht. So, wir sind gerade gelandet in St. Petersburg, the capital of dance. Und für mich ist ein bisschen zurück to the roots, weil meine ganze Kindheit, ich wollte nur Balletttänzer werden. Ich wollte eine erste Solo-Tanzer, ein Principal Dancer, eine blaue Vogel, eine Schwanenseeprinz sein. Und jetzt ist klar, mein Leben ganz anders. Ich liebe moderne Tanz über alles. Aber das ist, warum es für mich zurück in die Vergangenheit und freue mich einfach. Mega. Wir hatten uns für St. Petersburg ein großes Programm vorgenommen. Klar, dass wir das weltberühmte Mariinsky-Theater besuchen würden, die Wiege des Balletts. Hier arbeiten die besten klassischen Tänzerinnen und Tänzer der Welt. Hier wird das Erbe der Tanzkultur gepflegt wie nirgendwo. Seit dem Kriegsausbruch haben viele Tänzer und Choreografen das Land verlassen. Klassisches Ballett sieht in Zeiten des Krieges noch unwirklicher aus. Der Drill in die Akademien wirkt noch härter. Und das dramatisch Schöne an Russland ist plötzlich verdächtig. Mein Freund, das Tanzwunder Xander Parrish, hat als einer der Ersten das Land verlassen. Über diesem Film steht, es war einmal. So, es ist kalt, ich bin in der Mitte von St. Petersburg, Mariinsky ist hinter mir. Ich treffe mich mit einem sehr guten Kumpel, die Xander Parrish, großer Star von den Mariinsky. Hey! Hey! Hey man! How you doing? I'm good, thank you. Hast du schon gearbeitet? Klar, geprobt. Und hast du viele Ballerinas in die Luft gemacht? Das kannst du wetten. Schau mal, das Machine Guns. Wow. So, ich habe dem Publikum gar noch nicht erzählt, wie besonderes du bist. Du bist die erste Tanzer aus dem Westen, der hier Star werde. Sonst sind die alle so zu 98% Russen. Wahrscheinlich 99%. Ich glaube sogar, ich war der erste Nicht-Russe, der in die Kompanie kam. Als ich ankam, gab es schon eine Lady aus Nordkorea und das war's. Das war hart, sich da einzubringen.
So, du hast dich schon als Russe gekleidet oder so? Genau so. Das Mariinsky-Theater besitzt nicht irgendeine Ballettkompanie. Es ist die klassische Kompanie. Hier werden viele der ikonischen Balletts wie Dornröschen, Der Schwanensee oder Nussknacker präsentiert. Anna Pawlowa tanzt hier zum ersten Mal den sterbenden Schwan. Nureyev und Baryschnikow schwebten hier über die Bühne. Das Mariinsky-Theater steht für Perfektion. Hier wird kein neuer Stil entwickelt, sondern die Tradition bewahrt. Das ist nur ein Kleinteil von der ganzen Kompanie. Die Kompanie hat 250 Tänzern. So, das ist so eine kleine Gruppe, lass uns so sagen. Das ist die Probebühne, wo die proben täglich. Und ich genieße das auch, so Ballettleute zu sehen, mit höheren Beinen, schöne Füßen. Jetzt sind die noch an die Stange. Gleich gehen die in die Mitte. Dann gibt es Pirouetten, große Sprünge. Ich kenne das auch. Das ist die Grand Battement. Beine hoch, Beine hoch. Und einfach anstrengen das Ganze. Jetzt kommt eine Pirouette. Ja, klappt nicht immer. Ne? Klappt nicht immer. Es ist jeden Tag dasselbe Training, ein Jahr nach dem anderen. Jeden Tag an die Stange anfangen und dann in die Mitte tanzen. Das Training ist universell. In jeder Tanzkompanie der Welt machen die ihre Balletttraining. Balletttraining ist eigentlich ganz Besonderes, weil auch die modernen Tanzen sollen auch Balletttraining machen. Das bringt die ganze Körper in Spannung. Dein Rücken ist stark, du kannst die Beine hochkicken und du bist immer centered, immer in der Mitte von dir selbst. Auch für die moderne Tanz, was immer so ist, du musst echt in der Mitte stehen. Ne? Ich bin inspiriert von den Jungs. Aua. Take me dancing at the weekend. We're dancing tonight. Am Mariinsky behauptet man, das Ideal des Tanzes zu präsentieren. Alles soll leicht und grazil aussehen. Jede Übertreibung ist verpönt. We're brawling tonight, 'cause we're brawling on the driveway. We're brawling tonight. Zum Stil des Hauses gehört es, nicht alles zu zeigen, was möglich wäre. Die Künstlerinnen und Künstler arbeiten jahrelang an ihre Rollen. Take me down some please tonight. I never felt so low. San Francisco's cold tonight. Tonight I'm fine. Rolling on a drive. We're brawling tonight. 'Cause we're rolling on a drive. So, dieses Theater ist echt so riesig. Es ist ein Labyrinth. Wir sind eingekommen von einer Tür und wir sind gelaufen ungefähr 15 Minuten in den Gebäude, bis wir kommen zu dem Ballettsaal. Wahnsinn, Wahnsinn.
Es ist noch früh am Tag, aber schon kommen die ersten Zuschauer. Noch ist die heilige Saal verschlossen, aber ich darf für wenige Minuten dort allein sein. Gleich wird in diesem Tempel des Tanzes ein Schwan seinen lyrischen Tod sterben. 1905 wurde das bekannteste Ballettsolo der Welt in der Choreografie von Michael Fokin zum ersten Mal von der Tänzerin Anna Pawlowa aufgeführt. Sie allein soll es 4000 Mal auf der Bühne getanzt haben. Und so wird es bis heute getanzt. Es ist so wunderschön, es ist so wunderschön, Leute. Die Geschichte in diesem Gebäude ist die Wahnsinn. Ich habe Tränen, wirklich. Es heißt, dass Mariinsky ist im klassischen Ballett näher als jede andere Kompanie auf der Welt. So, jetzt ist aber das Moment. Ich sitze hier gerade mit dem Chef, die große Chef von dem Mariinsky Ballett, Yuri Feteyev. Hi. Hello. Thank you for having me in your office. Legendary. Also, es gibt 250 Tänzerinnen und Tänzer. Wie viele Vorstellungen im Jahr? Da zähle ich gar nicht. Aber es gibt 7 Vorstellungen in der Woche. Manchmal 8. Es kommt mir vor wie eine Tanzmaschine. Unfassbar. Aber ein Tänzerleben dauert auch nur 20 Jahre. Im besten Fall. Worauf sollen sie warten? Sie müssen tanzen. Sie müssen die Chance ihrer Jugend nutzen. Sie müssen tanzen. Für jeder, der hier tanzt, es ist ein Dream come true. Heute Abend werden Sie die Chopiniana von Michel Fokine sehen. Außerdem sein großartiges Stück La Spectre de la Rose. Leute, das Spectre de la Rose ist wirklich one of the most iconic. Es ist so ikonisch, Leute. Es schläft eine alte Dame in einem Sessel. No, she sleeps in a chair like this. And through the window comes the god of roses. Or is it? No, the smell of the rose. Meiner Meinung nach ist das klassische Ballett die höchste aller Tanzformen. It's highest level of the dance. Okay. It's highest level. Yeah. It's like. Weil es muss so perfekt sein. Yeah, because you need to be. Genau. Man muss absolut perfekt sein, um klassisches Ballett zu tanzen. Du brauchst einen schönen Körper, ein gutes Gehör, das beste Training und Ausdruck. Als Xander Parrish noch in St. Petersburg tanzte, war er in ein Paradies angekommen.
Was macht es für einen Unterschied, ob du hier oder daheim in England arbeitest? Oh, gute Frage. Für mich ist es eine ganz andere Kultur. Jedem Russen liegt das Ballett im Blut, in seiner Seele. Jeder Russe, den du siehst, hat als Kind den Nussknacker gesehen. Das ist eine Tradition wie die Babuschka-Puppen. Egal, ob jemand Ballett liebt oder nicht. Es wird respektiert. Es spielt in der Gesellschaft eine große Rolle. So, hier ist es so und in England nicht? Doch schon, aber daheim ist das eine Sache der Elite. Wenn man bei uns in die Oper geht, ist das ein Anlass. Heute gehen wir aus. Hier in Russland ist das was ganz Alltägliches. Wow, look at that place, buddy. Das sieht aus wie am Roten Platz. So ähnlich. Das ist der Moment. Wir haben noch kein Foto gemacht. Let's go. Nice. Love it. Do you remember when we met? That's the day. Jede Russe und jede Russin will einmal ins Mariinsky-Theater. Es ist die Wiege der russischen Kultur und wird von den Regierungen unterstützt. How much I love you. Come with me. How are you doing? My love to the sea. Wer hier tanzt, soll beim russischen Präsidenten nicht in Ungnade sein. Der Chef des Hauses ist ein Vertrauter von Putin. Ballett ist in Russland Staatsreligion. Love you. Und doch, wie schön. Es ist nichts als Tanz. Das Stück Chopiniana, das Sie heute Abend sehen, ist von der Musik Chopins inspiriert. Ein Ballett ohne Handlung. So, nur Musik? Es geht nur um Musik, Tanz und Inspiration. Die Tänzerinnen haben Balanchine gefragt, was die Handlung des Stückes sei. Und er hat geantwortet, macht einfach die Choreografie. Keine Handlung, es gibt keine Handlung. Tanzt einfach. Wie sieht es mit der Zukunft aus? Haben Sie Kontakt zu der Welt des modernen Tanzes? Freuen Sie sich, wenn Ihre Tänzer neue Sachen ausprobieren? Natürlich. Die wichtigste Aufgabe dieser Kompanie ist es, die historischen Produktionen des klassischen Balletts zu bewahren. Da gibt es keine Diskussion. Das ist unsere Daseinsberechtigung. Aber um eine Kompanie aufzubauen, musst du auch neue Sachen schaffen.
Wir haben auch mit einer ihrer Tänzer gesprochen, der gerade an einer neuen Choreografie der 4 Jahreszeiten arbeitet. Ilya Zhivoy. Yes. Ein super netter Kerl, tolle Arbeit. Wir haben das schon gefilmt. Filming that and I was looking, I said, this is good work, you know? В одну сторону, в другую сторону. Auch Ilya Zhivoy, der in St. Petersburg ausgebildet würde, hat nach dem Ausbruch des Krieges das Mariinsky verlassen. Er arbeitet jetzt in Tallinn. Oh, wow. Wow. Jetzt sind wir in den Übergang zwischen die alte Mariinsky und die neue Mariinsky. Man merkt, es ist schon ein anderes Bild. Von da drin zu hier. Ich bin gespannt. I'm lost and looking for my baby. Wonder why my baby can't be found. Lost and looking for my baby. Lord, no, my baby ain't around. So, was wir jetzt sehen, Leute, das ist keine moderne Tanz. Ja? Es gibt diese Grenze zwischen Ballett und modern und das ist Contemporary Dance. Die ganzen Basics sind dieselbe. Wir haben Spitzenschuhe, Arabesque, Pirouetten, große, schöne Lifts und so. Aber die Bewegungssprache zwischen die Lift und Pirouetten sind anders. Die sind liiert. Man merkt, der Mann macht eine extra Bewegung, wenn der ohne die Frau ist. Im Ballett würde er nur da stehen und dann dahin gehen. Das ist das Differenz. Wir sind in einem Studio des neuen Mariinsky-Theaters. Ilya Zhivoy probt hier eine abendfüllende Choreografie, die 4 Jahreszeiten, in der Fassung von die deutsche Komponist Max Richter. Man, it's beautiful. Hi, Ilya. Hallo, Ilya. Kannst du mir ein wenig über dich und dein Leben erzählen? Ich bin ein Tänzer des Mariinsky-Theaters. Ich arbeite aber auch als Choreograf und Regisseur an der Oper. Cool. Der Tanz ist mein Leben, seit ich im Alter von 7 Jahren damit begonnen habe. Angefangen hat es damals mit traditionellem russischem Volkstanz. How does that look? Like character dances? Like character, more than character. Yeah. Then growing up. Als ich größer wurde, kam ich in die berühmte Vaganova-Akademie und ging dann ins Mariinsky. Und da bin ich nun. Da war er, jetzt ist er weg. Und die folgende Frage wollte Ilya nicht im Film haben, als er noch in Russland lebt. Aus Angst von seinem Direktor. Viele klassische Kompanien in Amsterdam oder sogar in New York nehmen ja etwas modernes Repertoire in ihren Spielplan auf. Sie spielen nicht nur Ballett. Gibt es hier in der Direktion auch solche Ideen? Einer Kompanie kann das nur gut tun. Mariinsky ist schon sehr traditionell aufgestellt. Das ist hier ein Kulturgut. Erst geht man an die Vaganova-Akademie, dann ans Mariinsky. Das ist hier seit 200 Jahren so Brauch. Es kann nur gut sein, wenn der Direktor da etwas zulässt. Welche Teil der 4 Jahreszeiten sehen wir heute? Wir fangen heute mit dem zweiten Satz, dem Adagio, an. Spring.
Auch für mich ist es unvorstellbar, dass ich jetzt nicht nach St. Petersburg kommen kann, die Stadt, in der Tanz gelebt wird. Die weltberühmte Ermitage. Als ich mit Xander Parrish hier war, überkam uns ein besonderes Gefühl. Na, ich muss schon sagen, das ist alles sehr inspiring hier. Die ganze Stadt inspiriert mich, seit ich vor 12 Jahren aus London hierher kam. Ich wurde ergriffen von der Schönheit der Architektur, den Gebäuden, der Geschichte dieses Ortes. Noch heute bin ich jeden Tag hingerissen, wenn ich spazieren gehe. Und weißt du was? Ich glaube, es hat meinen Tanzstil beeinflusst. Und das hier verändert den Tanz. Ja, die ganze Stadt hat etwas Besonderes. Sie ist voller Gefühle, Emotionen und Inspirationen. Wenn du in so einer Stadt tanzt, dann ändert das natürlich deine Performance. Russland hat Xander nicht nur inspiriert, es hat ihn auch aus dem Land vertrieben. Die Architektur ist geblieben und auch die besondere Ausbildung. Sieht aus wie die sterbende Schwan, aber das ist so die müde Schwan, die müde Erik. Let's dance. Put on your red shoes and dance the blues. Heute, wir fahren zu einer der berühmtesten Tanzschulen der Welt, die Vaganova Academy. Und ich treffe mich mit jemandem ganz Besonderes. Das ist der, habe ich gehört, der berühmteste Russe in die Welt von Tanz, weil der ist auch in die Jury von So You Think You Can Dance und der macht viel TV-Shows auch dazu. Aber der war auch total bekannt als Ballettstar, auch davor. Sein Name ist Nikolai Tsiskaridze und der ist jetzt die Chef von der Vaganova Academy und ich darf ein kurzes Interview machen. Das soll lustig sein. Wow, wir sind jetzt da. Die wunderschöne Vaganova Academy in Renovierung. Let's go. Fast jede Tanzer, jede Tanzerin, die am Mariinsky arbeitet, war vorher in der Vaganova Academy. Junge Ballerinas. Für jeden, der hier zur Schule geht, gibt es nur ein Ziel, das Mariinsky. Oh, schon der Wahnsinn. Überall wird getanzt. Überall. Nochmal ein Raum voll mit Ballerinas. Jetzt gehen wir weiter. Ich wundere mich, was kommt auf mich zu. Ah, doch klar. Videotanzern. You look like a class. I will come inside. Are you studying? Let's take a break and dance. Ram, ta-dam, 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 ta-dam. Stand up, everybody. And ram, ta-dam, 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 ta-dam. What do we do? Da-da-da-da-da-da. You're wonderful. Now go back to school. School is very important, yeah? Merci. See you later. Ein Zwischenraum. Man weiß, wenn es gibt einen Zwischenraum, es gibt was Besonderes hinter dieser Tür. Noch ein Zwischenraum. Jetzt aber. Und dann darf ich den ehemals weltberühmten Tanzer, jetzt der mächtigste Tanzlehrer Russlands, Nikolai Tsiskaridze, bei der Arbeit zuschauen. Eine echte
Erlebnis. Fuß hoch, die Augen. Und 1. Halten und los. Bis zu welcher Ecke? Länger das Bein. Wo ist dein linker Arm? Weich. Einfach. Weich einfach. Es gibt nur 8 davon. Kannst du verstehen, dass die ungeraden weich sind und die geraden einfach sind? Kannst du das verstehen? Wie viele gibt es? Musstest du nachzählen. Und 1. Langsam das Bein hoch. Bein hoch. Augen hoch und 1. Und 2. Und halten. Und los. Und 1. Bring näher das Bein. So, wir stehen jetzt in einem Männertraining hier in der Vaganova Akademie. Die sind alle ungefähr 18. Es ist echt oldschool. Ich meine das nicht böse. Es ist tough, tough, tough. Es gibt einen Junge, der hat da Pflaster auf seine Fersen hier. Der hat sicher geblutet gestern. Und jede Körper, wenn man die Jungs anguckt, hey, es ist ein Kopie voneinander. Der einzige Unterschied ist das Gesicht. Aber guck mal, körperlich, das ist dieselbe Mensch. Eine richtige Factory hier. Die machen echt starke Tanze, gute Tanze am Fließband. Diese Schule war geboren am 4. Mai 1738. Wir reden vor Amerika. Und was ist ganz Besonderes von dieser Schule, ist, dass die lassen Straßenkinder, die lassen Kinder mit Familien mit nicht viel Kohle, die lassen echt, jedes russisches Kind darf hier in diese Schule kommen, umsonst. Und das ist wirklich higher learning here, die beste Ballettschule der Welt. More than I imagined. I'm just a poor boy, my story seldom told. I have squandered my resistance. Okay, 1887, 1918, das haben wir alles. Da waren es so viele. 1934 hier, das ist ein Klo. 1975 und kommen wir zu heute. The man of the hour. Der Chef, und ich darf die persönlich ansprechen danach. Ich freue mich. Bis später, we have a date. Hello. Bonjour. Nikolai. Nice to meet you. Thank you for your time. So, let's start from zero. Yes. Hello, sir. Hello. It's beautiful to be here. Thank you for your time. Thank you. We just watched. Wir haben Sie gerade beim Unterrichten beobachtet. Machen Sie das jeden Tag? Daily? Eigentlich ist das eine altruistische Tat, für die ich gar nicht bezahlt werde. Ich bin diese Gang entlang gekommen, in dem ein Direktor der Vaganova Akademie nach der andere hängt. Seit über 200 Jahren. Das letzte Bild ist Ihres. Wie fühlt es sich an, dort an der Wand zu hängen? Wissen Sie, ich bin ja schon seit einigen Jahren einer der berühmtesten Menschen Russlands. Wie soll ich das erklären? Für mich ist das nichts Außergewöhnliches. Ich bin daran gewöhnt, der renommierteste Künstler des Landes zu sein. In meiner Generation gibt es keinen einzigen Kollegen, der mehr Auszeichnungen bekommen hat als ich.
Einmal ist etwas Interessantes passiert. Sie wissen ja bestimmt, dass es in St. Petersburg die weißen Nächte gibt. In einer dieser Nächte war ich aus irgendeinem Grund in der Akademie. Ein Lichtstrahl fiel auf die Porträts der Direktoren. Sie haben mich alle geheimnisvoll angeschaut. Ich war ganz alleine auf dem Flur und hatte das Gefühl, dass die Menschen auf den Bildern mich alle anstarren. Es war ein magischer Moment. Mir wurde mit einem Schlag bewusst, dass mein Name längst in die Geschichte eingegangen ist. Verstehen Sie, es ist unbescheiden, das so zu sagen, aber es ist eben so. Mein Name hat schon längst ein eigenes Leben. Und in diesem Moment habe ich verstanden, dass ich nicht versagen darf und ein großes Vermächtnis hinterlassen muss. Aber das war mir schon in jungen Jahren irgendwie bewusst. Man darf nicht zu lange darüber nachdenken. Aber ich weiß, dass ich vor dem Lauf der Geschichte nicht versagen darf. So Mystik da. Das ist schon wie diese weiße Nacht. Er hat gesagt, the white night da, wenn der Licht kommt durch diese Fenster. Das merkt man mit diesem Typ hier. Ich bin baff. It's nice to meet you, sir. Thank you. I bow to you. Italienische Architekten bauten St. Petersburg, das Venedig des Nordens. Es soll hier 2300 Paläste geben. Bis 1913 war es die Hauptstadt Russlands. Hier spielt Geschichte. Zeit, einen Freund und alte Kollege zu besuchen, der hier lebt. Mein Lieber, das ist ein super guter Kumpel, der heißt Sascha Zaitev. Wir haben zusammen getanzt am Stuttgarter Ballett viele Jahre und jetzt ist er hier und du zeigst mir St. Petersburg? Ja, so, wir können mal also da hochgehen. Da hoch? Ja, sollen wir. Gibt's einen Lift? Gibt's einen Lift? Nein, leider müssen wir laufen, ja. Oh, okay, come on, let's go. Alexander Zaitsev ist in Moskau geboren. Er hat lange mit mir in Stuttgart getanzt. Like a James Bond-Film. Er hat versprochen, mir ganz Petersburg in 10 Minuten zu zeigen. Und diese Spitze, da ist voll modern, ein bisschen wie diese Building da in Dubai, weißt du, diese Burj Al Arab. Doch, ja, das ist schon Dubai. Da vorne. Das ist Dubai. Man sieht so weit weg hier. Ja, die Mariinsky habe ich schon besucht. Das war echt super gut, man. Das ist die Mariinsky 2? Und das ist die Mariinsky, da? Ja. Die Japanerin Mai Nagahisa galt bei unserem Besuch als das große Talent. Sie war gerade erste Solistin geworden. Das hat manche Träne gekostet. Inzwischen ist auch sie nicht mehr Teil der Kompanie. Hier probt sie im Ballettsaal der Mariinsky noch einmal ein romantisches Pas de deux.
on to clean the floors. Forget she bore, sweet as candy rain. Ain't had to work no days, paid with her fears, but every bill got paid. Even beauty fades away. It's the bloodline. This thing came before you. Bloodline. Silver linings live in clouds, just like demons use the clouds. Both rights can bestow. Truth is you are always alone. Tears in your hands, things you lost before you began. Your ancestors' blood felt the soil and the sand. Bloodline, this thing came before you. Bloodline. Sie hatte hier eine große Karriere vor sich gehabt. Am Anfang war mein Rang der einer Koryphäe. Ich war Teil des Corps de Ballet und habe langsam Solorollen gelernt und Erfahrungen gesammelt. Seit wann bist du ganz oben? Seit 12 Jahren bin ich dabei. Vor 7 Jahren bin ich erster Solist geworden und vor 4 Jahren Principal. Mann, ich bin so stolz auf dich. Und du tanzt ja auch in einem meiner Stücke. Das ist mein Lieblingsstück. Ja, das heißt Ballet 101. Mein Solo ist getanzt in viele Theater in der Welt. Und wait, how does it start? Just give me an idea. You've got it already? I tell you. What do we have? First position. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. 10th. 11th. 12th. Yeah! All right, Xander and Eric doing the 101. So, ich bin gerade am gucken, wenn ich habe meine Probe heute. Das ist alles ein bisschen kompliziert hier, aber das sieht richtig aus. 15:30 bis 17, Ballet 101. Und da steht irgendwo mein Name da. 19, 31, 32, 14, 49, 50. Good. 51, 52, 58, 9. Good. 62. Good. 82, 87. Good. 69 and 70. And a fourth and a third, 12, 13, 24. Run back. 74, 76. Sharp, 64. Show me this. Full? Full? Yes, good boy. Where's your look on the kick? No, it's down. Yeah, that's right. No, it's down. And then you need to run a bit more. 36th, 37th, 38th, 39th position, and 40th. Oh, monsieur, your 40th position looks a lot like your 25th. Are you forgetting to stretch your leg up? So ein bisschen mehr Reaktion. Du kannst deinen Spagat anschauen und denkst du, na und perfekt. Ich hab mein Bein vergessen. Okay, so we can have this and this. Good. Next thing? Let's continue. 41st, 42nd, 43rd, 44th, 45th, 46th, 47th,
48th, 49th, 50th. Life washed me out just to color me in. Ein Mann hat es geschafft, in diese Stadt ein eigenes Theater zu errichten. A very magical place. Life washed me out just to color me in. Es ist ein Theater, das die russische Tradition mit moderner Tanz versöhnt. Told me to call, but the phone rang. Gave me a taste of love. Die Produktionen von Boris Eifmann berühren oft auf russische Literatur. Dies ist die Probe zu einer Choreografie über Dostojewskis Roman Die Brüder Karamasow. Boah, Leute, jetzt ist ein großer Moment. Dieser Mann ist legendär in die Tanzwelt. Boris Eifmann. Die New York Times hat schon einmal geschrieben, wenn die große Welt sucht einen neuen Weltchoreograf, die haben die gefunden. Boris Eifmann. Dear life, I will let you proceed. Mann, was für ein Platz, Leute. Ich sag's euch, ich bin begeistert hier. Das ist die Academy, okay? 450 Schüler. Die haben Swimmingpool, die haben Fitnesscenter, die haben 15 Tanzsaal, 15 Ballettsäle da, nur für die Schule. Das ist doch die Wahnsinn. Und hier auf dieser Seite ist die Theater, die große Bühne. Und ich finde das so spannend, dass diese Studenten, diese Kinder, die dürfen auf eine riesige Bühne täglich arbeiten. Amazing, amazing. Mann, das riecht gut hier. Ich glaube, wow, die Cafeteria hier. Hello. Wow. Ja, ich glaube, das war gerade Abendessen für die Kinder. Do you love to dance? Yes, of course. And are you ballerinas? Yes. Oh, okay. Ich habe gehört, ihr lernt hier auch moderne Tanz. Könnt ihr mir den Unterschied zwischen Ballett und modernen Tanz erklären? Im Ballett haben wir Positionen. Die erste Position, die zweite, die dritte und die fünfte. Und was ist die vierte Position? That's right. So let's do them together. First, second, third, fourth, fifth, sixth. Cool. Okay, Und was ist moderne Tanz? Beim Modern Dance machen wir auch solche Sachen. Da gibt es keine Position. No, not so much position. About movement, no? Let's just practice Das the dance probieren one wir time jetzt. for the camera later. So we have left arm, right arm. Show me what I did. Left and right. Oh wait, we need a Ja, bit aber warte, da brauchen wir noch ein wenig Drama. And yeah, no, one more time, girls. Left and right, drama, and thank you. See you later. Acht Jahre dauert die Ausbildung. Oh, das ist aber nett hier, guck mal. Und die Besten tanzen dann bei Boris Eifmann. So, mein Lieben, guck mal, das ist was Besonderes. Jede Ballerina hat ihre Tanztasche und da drin steht ihr ganzes Leben. Guck mal. In dieser Tanztasche hatte man, okay, das sind die Schuhe für die Show, das sind Schuhe zum Aufwärmen, da hast du ein Black Roll, eine Matte, eine Yogamatte, ein Terraband für Exercise und ein iPhone sowieso. Alles passt in diese Tasche und das ist das ganze Leben von einer Ballerina. So you stretching? We stretch together. Aua. Ich bin keine Ballerina. Aber dann wird es sehr ernst.
Boris Eifmann sagt, er macht philosophisches Ballett. Für mich ist es einfach genialer Tanz. So, mein Lieben, ich habe das große Ehre jetzt, ich stehe auf die Bühne, literally, mit einer Legende, mit Boris Eifmann. Thank you. Hello Boris, it's so amazing. Es ist so wunderbar, hier in Ihrer Haus, Ihrer Heimat, Ihrer Schule, Ihrem Universum zu Gast zu sein. Was ist die Vision für Ihre Studenten? Ja, Choreograf. Ich bin nur ein Choreograf, aber in meiner Kompanie empfange ich Künstler, die aus verschiedenen russischen Schulen kommen, aus der Vaganova-Akademie, vom Bolschoi und so weiter. Aber diese Tänzer sind ganz auf den klassischen Tanz fixiert. Es ist schwierig, sie zum modernen Tanz zu führen. Deshalb habe ich eine Akademie gegründet, die universell ausbildet, damit alle danach sowohl modern als auch klassisch tanzen können. Sie holen Ihre Inspiration viel aus der großen Literatur oder aus Gedichten. Was fasziniert Sie an den Büchern oder großen Geschichten? Nun, es ist wichtig für mich, nicht einfach nur Bewegung zur Musik zu gestalten, sondern auch darüber nachzudenken, was diese Bewegungen ausdrücken und was sie an unser Publikum vermitteln sollen. Ich will durch Körpersprache die innere Welt eines Menschen zeigen. Mein ganzes Leben lang bin ich auf der Suche nach jener Sprache, die die innere Welt und die Seele des Menschen widerspiegelt. Hier ein Beispiel Boris Eifmanns neuer Choreografie über das Leben des Dichters Molière. Wir dürfen gerade ein paar Szenen sehen. Mit Bühnenbild und Kostüme ist sonst viel bombastischer, das weiß ich. Aber trotzdem habe ich seit Jahren nichts gesehen, das mich derart berührt hat. Und das ohne Licht und Kostüm. Was passiert hier? Wissen Sie, es ist mir sehr wichtig, nicht nur die Schönheit und die Bewegungen des menschlichen Körpers zu zeigen, sondern ein magisches Tanztheater zu schaffen. Der Tanz an sich und die Magie des Tanzes stammen ja aus den Praktiken der Schamanen. Durch rhythmische Bewegungen können diese Schamanen auf Tausende von Menschen einwirken. Diese Magie der Bewegung und des Tanzes sind sehr wichtig für mich. Daher ist die seelische und die emotionale Komponente meiner Ballette sehr wichtig für alle meine Werke. Was für ein Leben, was für ein Mensch. Und wissen Sie, was ich spüre, wenn ich mit Ihnen rede? Das machen Sie nicht für sich, sondern für den Tanz. No, because I love my art. I spent my life for this art, and all of my life now. Oh, yes, I speak Russian. Good English, Junge. I speak Russian. No, потому что вы правы. Naja, ich freue mich sehr, dass Sie das Gefühl haben, dass ich meine Kunst auch lebe. Ich liebe die Kunst. Ich habe mein ganzes Leben der Kunst gewidmet. Ich bin jetzt 75 Jahre alt und habe mein Leben mit meiner Lieblingskunst verbracht, dem Tanzen. What else is there to say? Just spasiba большое. Danke. Boris. Dankeschön. You're so great. You're so great. You're an inspiration. You're an inspiration. Thank you. Can I please have a picture with this man? I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Das war mein Besuch in St. Petersburg, eine Stadt, die ich nicht so schnell wieder sehen werde.
Sicher haben die Stars des Mariinsky nicht aufgehört, die klassischen Choreografien perfekt auf die Bühne zu bringen. Sicher wird das Theater dort noch in alles seine Schönheit stehen. Tänzerinnen und Tänzer werden jeden Abend ihr Bestes geben, ihre Traum zu tanzen. And then he lightly touched down. And like this? Wow, me too. Had him in a cell. Sicher wird der Schwan noch ein paar tausendmal auf die Bühne sterben. Well, I was down and out. Sicher wird die russische Kultur nicht untergehen. Very eyes of age. As he spoke right out. Aber die Tänzer trainieren nicht mehr für unsere Welt. Lord, he talked of life. Werde ich Mai Nagahisa je wieder tanzen sehen? Wie mein Freund Xander Parrish hat sie das Land und diese Bühne verlassen. Then he danced a lick. Right across the cell. Xander wird seine Inspiration in eine andere Stadt finden. Jumped up high. That's when he Und alle die wunderbaren jungen Menschen, die ich getroffen habe, vielleicht werde ich sie nie tanzen sehen. let go of the laugh. Lord, he let go of In the moment geht Russland seine eigenen Weg. shook back his clothes all around. Sicher werden in Russland Menschen weiter lieben und feiern. Aber nicht einmal der Tanz kann die Fronten eines Krieges überbrücken. Es war eine aufregende Zeit in St. Petersburg. Sie ist vergangen, wie mit der Zeit auch jeder Tanz vergeht. Wir alle werden nicht aufhören zu tanzen. Lord, he could dance. Something balletic. Oh yeah, you like that way? So, ich muss mich verabschieden von meinem guten Freund Sascha. Danke für alles, mein Freund. Es war wunderschön, dich zu sehen hier in St. Petersburg. Life goes on. Let's go.